Die drei Spinnerinnen. Es war einmal eine junge Frau, die nicht gerne spinnen wollte. Ihre Mutter versuchte, sie dazu zu bringen, aber sie weigerte sich immer wieder. Eines Tages, als die Mutter wieder einmal versuchte, ihre Tochter zum Spinnen zu bringen, wurde sie so wütend, dass sie ihr eine Ohrfeige gab. In diesem Moment trat die Königin ins Haus. Sie hörte den Lärm und fragte die Mutter, warum sie ihre Tochter schlug. Die Mutter schämte sich und wollte nicht zugeben, dass ihre Tochter faul war. Also log sie und sagte, sie sei so eifrig, dass sie nicht aufhören könne zu spinnen, selbst wenn sie nicht genug Garn hätten. Die Königin war beeindruckt und dachte, dass die junge Frau eine gute Frau für ihren Sohn, den Prinzen, wäre. Sie nahm die junge Frau mit in den Palast und zeigte ihr 3 Räume, die von oben bis unten mit Stroh gefüllt waren. Die Königin sagte ihr, dass sie, wenn sie in 3 Tagen alles Stroh zu Gold spinnen könnte, den Prinzen heiraten dürfe. Die junge Frau war verzweifelt. Sie wusste, dass sie diese Aufgabe nicht erfüllen konnte. Als sie allein im ersten Raum weinte, öffnete sich plötzlich die Tür und eine alte Frau trat ein. Sie fragte die junge Frau, warum sie weine. Nachdem sie ihr alles erzählt hatte, bot die alte Frau ihre Hilfe an. Im Austausch für etwas Kleines, das die junge Frau später geben würde, würde die alte Frau das Stroh für sie zu Gold spinnen. Die junge Frau stimmte zu, und die alte Frau fing an zu spinnen. Bis zum Morgen war das ganze Stroh zu glänzendem Gold gesponnen. Am nächsten Tag kam die Königin und war sehr zufrieden. Aber sie brachte die junge Frau in den zweiten Raum, der noch mehr Stroh hatte. Und wieder, in der Nacht, erschien die zweite alte Frau und half ihr, alles zu Gold zu spinnen, wieder für einen kleinen Preis. Am dritten Tag führte die Königin die junge Frau in den dritten und größten Raum. Er war bis zur Decke mit Stroh gefüllt. Die junge Frau war wieder verzweifelt, denn sie wusste, dass sie diese große Menge niemals alleine spinnen könnte. Doch als die Nacht hereinbrach, erschien eine dritte alte Frau. Sie bot ihre Hilfe an, und wieder fragte sie im Austausch um einen kleinen Gefallen. Die junge Frau stimmte sofort zu, und die dritte alte Frau begann zu spinnen. Als der Morgen anbrach, war alles Stroh in glänzendes Gold verwandelt. Die Königin war überglücklich, als sie all das Gold sah. Sie erfüllte ihr Versprechen und die junge Frau sollte den Prinzen heiraten. Doch vor der Hochzeit stellte die junge Frau eine Bedingung: Die 3 alten Frauen sollten an der Feier teilnehmen. Am Hochzeitstag kamen die 3 alten Frauen in den Palast. Die erste hatte eine riesige, breite Lippe vom Faden anfeuchten. Die zweite hatte einen hängenden Daumen vom Spindeldrehen. Und die dritte hatte einen enormen Fuß vom Tritt des Spinnrades. Die Gäste waren schockiert über ihr Aussehen. Die junge Königin erklärte dann, dass diese 3 Frauen ihr geholfen hatten, das Stroh zu Gold zu spinnen. Sie wollte allen zeigen, wie das ständige Spinnen den Körper verformen kann. Die Königin sagte dann: Ich werde nie wieder spinnen. Ihr Ehemann, der Prinz, stimmte ihr zu und verbot das Spinnen im Palast. Die 3 alten Frauen wurden reichlich belohnt und lebten fortan glücklich und zufrieden im Königreich. Die Geschichte der 3 Spinnerinnen wurde ein Beispiel für alle, die lernten, dass man nicht immer nach dem Äußeren urteilen sollte und dass es manchmal klüger ist, Hilfe anzunehmen, anstatt eine unlösbare Aufgabe alleine zu bewältigen.